Hallo zusammen, freut mich, dass sich der Raum gefüllt hat. Ich hoffe, die Party war nicht zu lange gestern, aber ihr seht alle ganz frisch aus und wir hoffen, dass wir auch dazu beitragen können, dass es so bleibt. Ja, ich begrüße euch zu unserer Masterclass zusammen mit Ochsner Sport. Ich bin Thilo, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Behemix. Ich zeige euch heute, wie wir Verhaltenspsychologie skalierbar und intelligent bei Ochsner umsetzen. Und ja, bevor wir das durchgehen, gebe ich gerne das Wort an Jan, der euch Ochsner, den größten Sporthändler der Schweiz, nochmal näher vorstellt. Genau, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Danke, dass ihr alle da seid. Wie Thilo schon gesagt hat, ich bin von Ochsner Sport, bin da Teamleiter vom Shopmanagement. Wir sind im Prinzip dafür zuständig, dass die Kunden möglichst gut sich auf unserem Shop bewegen können und alles das finden, was sie wollen. Vielleicht grundsätzlich kurz zur Vorstellung, da euch Ochsner Sport sehr wahrscheinlich kein Begriff sein wird. Wir sind Teil der Deichmann-Gruppe, die ihr ganz sicher kennt. Grundsätzlich insgesamt vertreten in 34 Ländern mit ganz vielen verschiedenen Formaten, wo wir eben ein Teil davon sind. Wir selber haben 80 physische Stores auch in der Schweiz, also klassisches Retail-Geschäft. Dementsprechend da auch noch der große Fokus drauf. Sicher die im Retail sonst auch tätig sind, kennen, dass das dann immer ganz schwierig ist, den Fokus oder die Wichtigkeit auch aufs E-Com zu bekommen. Wir haben über 1600 Mitarbeitende und wie Thilo schon gesagt hat, der größte Sportretailer der Schweiz. Das ist noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Unsere Engagements, die wir haben, wir arbeiten mit dem Swiss Olympic Team zusammen. Das heißt, die Ausstattung des Schweizer Olympischen Teams kommt immer von uns. Wir arbeiten eng mit dem Schweizerischen Skiverband zusammen und sind offizieller Fanshop vom Fußballverband. Dementsprechend läuft das ganz gut für uns im Moment. Ganz kurz noch, weil das ein sehr wichtiges Thema bei uns ist, strategisch Loyalty. Wir haben den Ochsner Sport Club, da 1,4 Millionen Mitglieder. Klingt jetzt für Deutsche vermutlich nicht allzu viel, wenn man das ins Verhältnis setzt und schaut, dass wir knapp 8,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben, ist es, glaube ich, ganz okay. Und ganz grundsätzlich, wo es bei uns darum geht, erklärt sich immer am einfachsten mit unserem Claim, die Schweiz ist unser Sportplatz. Bei uns geht es im Prinzip darum, dass eben jede Schweizerin und jeder Schweizer oder alle, die in der Schweiz wohnen, auch das passende Equipment bekommen, um unser schönes Land sportlich erleben zu können. Und da ganz wichtig, man sieht es auch hier, die Services. Wir legen großen Wert auf Kompetenz, auf verschiedene Services in den Filialen und wollen das natürlich auch transferieren ins E-Com. Und da ist die Zusammenarbeit mit Behemix ein Teil davon. Prima, danke dir. Genau, und wir wollen euch heute ein bisschen vorstellen, wie wir da interagieren auf der Ochsner Seite oder im Ochsner Webshop, wie wir da Verhaltenspsychologie möglich machen und ausspielen. Und ich gebe euch einen kurzen Einblick in Behemix. Also wir sind mit unserer Software as a Service bei Ochsner Sport im Webshop live. Und was macht Behemix? Behemix ist ein Spin-off der Uni St. Gallen. Also wir haben einen wissenschaftlichen Anspruch, aber sind auch in der Wissenschaft geboren, in Forschungsprojekten, wo wir uns angeschaut haben, wie wir verhaltensökonomische Erkenntnisse, also Erkenntnisse zum menschlichen Verhalten nutzen können, um das Kaufverhalten zu lenken, also um auch Kunden zu helfen, Entscheidungen zu treffen und diese psychologischen Mechanismen auch dahinter wirklich zu nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Das ist eigentlich unser Anspruch oder wie wir auch angefangen haben. Also alles, was wir tun, ihr seht hier eine Abbildung, was wir eigentlich machen, zeigt das eigentlich schon konkret. Wir spielen Dinge aus in Online-Shops, also sogenannte Nudges. Ist Nudging ein Begriff? Für wen ist Nudging ein Begriff? Okay, prima. Dann sind wir im Bilde. Das ist eigentlich, was wir tun. Also wir machen intelligentes Nudging, das ist noch wichtig. Das läuft in einem selbstlernenden System. Ich möchte den KI-Begriff nicht so sehr verwenden, wird er sehr inflationär verwendet. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das schon auch gemacht haben, bevor die ganze Generative AI-Welle kam. Wir nutzen das einfach, weil wir das Kaufverhalten natürlich tracken, weil wir hunderte von Variablen zum Kaufverhalten tracken und da in einem selbstlernenden System sozusagen vorhersagen können, welcher psychologische Mechanismus
wirkt jetzt unter welchen Umständen am besten. Und das dann entsprechend ausspielen über unsere Plattform in Webshops. Ne? Das ist eigentlich das, was wir tun, womit wir angefangen haben. Unser primäres Produkt, was wir auch eben bei Ochsner Sport nutzen oder was dort läuft. Wir haben weitere Lösungen, dazu komme ich ganz kurz, einfach nur, dass ihr das versteht, auch wo wir herkommen oder was wir da eigentlich tun. Und wir wollen euch heute wirklich ein paar konkrete Use Cases zeigen, also wirklich, was wir bei Ochsner machen. Vor allem möchte ich darauf eingehen, wie verschiedenartig diese Effekte sein können. Also es geht mir darum zu zeigen, dass wir nicht einfach irgendwas ausspielen und es dann A/B testen und dann eine Gewinnervariante finden. Also das ist genau nicht der Ansatz. Also ich habe nichts gegen A/B-Testing, das ist super, aber es geht eigentlich darum, das dynamisch und intelligent, wie gesagt, in einem selbstlernenden System zu machen und quasi immer den richtigen Anreiz in der richtigen Situation ausspielen zu können. Ja, und da möchte ich euch ein paar Beispiele zeigen, auch von unterschiedlichen Effekten, also quasi wann dieser Mechanismus vielleicht funktioniert und wann die Botschaft vielleicht weniger gut funktioniert. Und wie wir das quasi dann dynamisch machen können. Und damit kombinieren wir sozusagen die beiden Themen, also Verhaltenswissenschaft auf der einen Seite, KI auf der anderen Seite, die uns einfach hilft, das Ganze dynamisch zu machen. Ne? Wir haben damals in Forschungsprojekten auch angefangen, natürlich Nudges zu testen. Und dann haben wir sehr viel einfach, sag ich mal, händisch Daten analysiert, ne? Viele Zielgruppen, Personas und so weiter analysiert. Und KI kann uns natürlich helfen, aus Hunderten von Variablen einfach, ja, wie gesagt, diese Situation zu finden und daraus zu lernen, wann es eigentlich funktioniert und wann es auch nicht funktioniert. Ne? Es ist quasi eigentlich händisch gar nicht möglich, all diese Variablen irgendwie einzeln auszuwerten. Ne? Also vielleicht auch das zur Info, was wir tun. Wir haben ein Tracking-Skript, also was auch bei Ochsner Sport eben läuft im Hintergrund, ist ein JavaScript, darüber läuft unsere Plattform, ist integriert. Und trackt eigentlich das gesamte Kaufverhalten. Also alles, was im Shop passiert, was geklickt wird, was angeschaut wird, in welcher Sequenz, was in den Warenkorb gelegt wird, was auch wieder zurückgelegt wird. Also ihr seht schon, das gibt hunderte von Datenpunkte, die relevant sind, also auch aus denen sich auch weitere Variablen dann bilden lassen. Und das ist super spannend für uns. Und daraus können Algorithmen natürlich auch lernen und dann so ein Targeting eben verbessern. Und das ist eigentlich so die Quintessenz, was wir eigentlich tun. Und was da so ein bisschen vielleicht unique ist, dass wir eben nicht rein, sag ich mal, datengetrieben oder KI-basiert unterwegs sind, sondern dass wir das eben verknüpfen mit psychologischen, mit verhaltensökonomischen Erkenntnissen, die aus der Wissenschaft kommen. Also alles, was wir tun, ist wissenschaftlich fundiert. Ne? Wir spielen nicht irgendwas aus. Wir haben ein eigenes Behavioral Science Team mit Verhaltenswissenschaftlern, die für uns arbeiten. Ne? Wir sind nach wie vor auch mit Universitäten in Projekten. Also wir haben einen sehr starken wissenschaftlichen Ansatz. Den setzen wir um für verschiedene Kunden, eben Ochsner Sport war einer unserer ersten Kunden, aber auch andere Kunden. Ich möchte das nicht, also sorry für das Slide, es soll nicht irgendwie Sales-Präsentation werden, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir einfach in verschiedensten Bereichen unterwegs sind. Ne, also dass wir nicht nur, sag ich mal, weil wir bekommen auch immer wieder die Frage, ja, funktionieren die Effekte jetzt auch bei uns überhaupt? Ne? Wir haben kein emotionales Business oder so. Ne, diese Frage haben wir laufend, aber es ist halt so, dass Kaufentscheidungen überall stattfinden. Ne? Auch im B2B-Bereich finden Kaufentscheidungen statt und überall gibt es eine verhaltenswissenschaftliche Komponente. Also überall ist ja Verhalten. Überall gibt es einfach Mechanismen, die das Verhalten erklären können. Und deswegen sehen natürlich bestimmte Nudge-Lösungen bei Ochsner Sport komplett anders aus, wie sie vielleicht bei Nespresso aussehen oder wie sie vielleicht bei Douglas aussehen. Na, aber das ist natürlich auch das Spannende. Also da haben wir zum Teil auch ganz andere Use Cases. Na, oder wenn bei Vielmann jemand seine Brille, seine Dioptrien und so weiter eingeben muss, dann gibt es ganz andere auch verhaltensbasierte Hürden, ne, oder auch Kaufhürden, die wir dann eben mit dem intelligenten Nudging adressieren und dann quasi auch Kunden helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und ja, und das sieht dann entsprechend natürlich unterschiedlich aus, aber für uns ist das super spannend, weil wir dort eben auch ganz viele Entscheidungskontexte
analysieren und wir auch selbst super viel lernen natürlich aus diesen verschiedensten Use Cases und mittlerweile eigentlich für alle möglichen Branchen auch Lösungen dann parat haben, mit denen wir dann auch unterschiedliche psychologische Mechanismen dort nutzen. Und wie gesagt, sind wir da sehr im wissenschaftlichen Austausch. Also ich sage das deswegen, weil Universitäten auch sehr interessiert sind an unseren Daten, ne? Weil wir haben nicht irgendwelche Fragebogen, Survey-Daten, ich will das gar nicht negativ, das ist gar keine Bewertung, aber wir haben eben reales Verhalten, ne? Wir haben Verhaltensdaten und das ist für Universitäten sehr interessant, ne? Also wir profitieren von diesem Austausch, weil wir natürlich dann immer auch die neuesten, letzten verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen können und umgekehrt die Universitäten mit unseren Daten arbeiten. Also wir sind nach wie vor auch in Forschungsprojekte involviert. Ich zeige euch auch nachher etwas von Ochsner, was wir auch publiziert haben in einem Journal, weil der Effekt sehr, sehr spannend war. Den habe ich auch dabei. Und wir sind eben, wie gesagt, ein Spin-off der Uni St. Gallen, also eine Schweizer Firma, sind da eigentlich, wie gesagt, in der Wissenschaft geboren, genau. Und unser primäres Produkt, was ich euch zeigen möchte, wo ich euch die Use Cases, wo wir euch ein bisschen auch die Mechanismen erklären, ist Behamics Nudge. Das ist, wie gesagt, unser erstes Produkt. Wir haben mittlerweile weitere Produkte basierend auf unserem Tracking, wo wir eben Nudging intelligent machen, also sage ich mal die richtige Message, den richtigen psychologischen Mechanismus in der richtigen Situation in einem selbstlernenden System ausspielen in Online-Shops. Wichtig ist, dass das auf einem erfolgsbasierten Geschäftsmodell basiert. Das meine ich damit, dass wir eine wissenschaftliche Fundierung haben. Also wir lassen uns am Erfolg messen. Unsere Kunden bezahlen uns nur dann, wenn wir auch erfolgreich sind. Erfolgreich heißt hier zum Beispiel, wenn wir einen Uplift generieren, also einen Umsatzzuwachs, der rein durch Behamics zustande gekommen ist. Das können wir nachweisen. Also ich erkläre das jetzt ein bisschen, weil das auch die Basis ist für die Effekte, die ich euch zeigen möchte und erklären möchte. Wir haben das einen Ausschnitt aus unserem Dashboard, wo unsere Kunden eben auch Zugang dazu haben und es auch benutzen, um die volle Transparenz zu bekommen, was läuft da eigentlich und wie performt das. Ja, und was wir hier sehen, ist, dass wir permanent Kontrollgruppen im Einsatz haben. Also wir haben immer, die KI, das System sagt vielleicht den nächstbesten Nudge vorher und spielt den aus. Genau das Gleiche gilt für die Kontrollgruppe. Also auch die Kontrollgruppe hätte einen Nudge gesehen, hätte einen vorhergesagt bekommen, aber es wurde nichts ausgespielt, weil es eben der Kontrollgruppe zugeteilt war. Das ist ganz wichtig, also es ist wie in einem A/B-Testing im Prinzip, wo wir dann die Performance da nachweisen können damit. Und man sieht eigentlich die Balken, die sind wichtig, einfach kurz zur Erklärung. Wir haben immer zwei Gruppen, mit denen wir vergleichen. Wie gesagt, eine Kontrollgruppe, eine Nudge-Gruppe, also eine Gruppe, die irgendwelche Nudges von uns gesehen hat, in blau. Und wir können da die relevanten KPIs machen wir sichtbar. Die Conversion Rate, den Umsatz pro Visit, den Average Order Value. Für uns natürlich wichtig, das sind auch die Effekte, die ich gleich zeigen werde, ist der Umsatz pro Visit, weil er eben beides mit reinnimmt. Das ist die Multiplikation aus dem Average Order Value und der Conversion Rate. Und damit haben wir im Prinzip dann beides berücksichtigt. Deswegen ist das jetzt für heute auch so ein bisschen die wichtigste Kennzahl, die wir eben auch bei Ochsner dann stark beeinflussen. Und genau, das ist wie gesagt aus unserem Dashboard. Wir haben wie gesagt weitere Lösungen auch. Das soll jetzt nicht der Hauptteil hier sein, aber einfach, dass ihr versteht, auch aus unserem Tracking haben wir die Nudge-Lösung, aber wir haben auch mittlerweile andere Lösungen wie ein Diagnosetool, weil wir auch sehr viele technische Fehler einfach tracken in den Shops. Das ist völlig normal. Aber wir können eben auch sichtbar machen, dann wie viel Geld diese Fehler kosten, wie viel Umsatz die kosten und auch eine Priorisierung ermöglichen. Und da sind auch Session Replays dabei und so weiter. Also ich kann den Fehler damit dann maximal effizient lösen. Und wir zeigen, das ist auch im Sportartikelbereich interessant, wir haben Merchandising-Lösungen, wo wir eben auch sage ich mal, das Warum der Produktsales erklären. Also unsere ganze Plattform geht es eigentlich um kausale Einflüsse, also wirklich um das Warum zu zeigen, also nicht nur
also nicht nur rein deskriptiv zu zeigen, welche Produkte verkaufen sich wie, sondern warum. Woran liegt das? An welchen Faktoren liegt es, dass ein Produkt gerade im Trend ist oder dass es gerade vielleicht irgendwie ein Bottleneck ist? Also auch diese Lösungen sind Teil unserer Plattform, auch im SEO-Bereich. Aber das soll nicht der Hauptteil sein. Wie gesagt, ich möchte heute über Verhaltenspsychologie sprechen und euch da wirklich ein paar konkrete Use Cases zeigen. Unsere Plattform ist super einfach zu integrieren, also alles läuft über ein JavaScript. Wir können super schnell live gehen. Dazu kannst du auch gerne einhaken, wenn du willst. Kann ich grundsätzlich bestätigen. Also ganz simpel via Google Tag Manager, da haben wir andere Tools, die da deutlich komplizierter waren. Genau, also es ist auch wichtig, das haben wir von Anfang an eben so gebaut, dass wir super easy und schnell einfach live gehen können und dann wirklich das machen können, wo wir gut sind, wo wir uns auskennen in der Verhaltensökonomie oder Verhaltenspsychologie. Und deswegen zeige ich euch heute unser Nudge-Tool im Besonderen, wie das bei Ochsner Sport läuft. Und ich möchte tatsächlich, wie gesagt, weil wir eben aus der Wissenschaft kommen, euch auch so ein bisschen überhaupt erklären, was bedeutet Verhaltensökonomie überhaupt, also was passiert da eigentlich, bevor ich auf die Beispiele auch komme, um euch so ein bisschen auch schon mal die Mechanismen auch zu erklären. Also ihr sollt auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist eigentlich die Psychologie, die da dahinter steckt. Was ist eigentlich Behavioral Science oder Verhaltensökonomie? Da geht es eigentlich darum, dass die Verhaltensökonomie einfach Elemente der Ökonomie und der Psychologie kombiniert, um eigentlich zu verstehen, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Ja, also wir erfahren wirklich was einfach zum menschlichen Verhalten. Und wenn wir diese Mechanismen verstehen, dann können wir das Verhalten auch beeinflussen. Und worauf basiert das jetzt? Es basiert eigentlich darauf, dass der Mensch halt ein Mensch ist und kein Roboter. Ne? Wir sind kein Homo economicus, wie es da immer so schön heißt. Wir können nicht wie eine Maschine den bestmöglichen Nutzen für uns erkennen in unserer Reizüberflutung. Ne? Deswegen können wir eigentlich nie, sage ich mal, eine perfekte eigenoptimierte Entscheidung treffen, sondern wir unterliegen eben auch Heuristiken, Vereinfachungen, die unser Gehirn auch macht, die auch evolutionär bedingt sind, was auch super wichtig ist für uns, um überhaupt überleben zu können. Aber das kann uns auch manchmal hinters Licht führen. Ne? Also unser Gehirn nimmt oft Daumenregeln. Ich zeige euch gleich ein Beispiel, vielleicht kennt ihr das auch. Um halt auch effizient und ökonomisch Entscheidungen treffen zu können überhaupt. Ne? Also es ist super wichtig, aber diese Daumenregeln oder Heuristiken, wie man sagt, die, wie gesagt, können auch zu Biases führen, sogenannten Biases, also Fehlern und können uns auch mal hinters Licht führen. Und da haben wir eben dann ein paar Beispiele auch. Und wenn wir das eben kennen, wenn wir das verstehen, dann können wir das Verhalten auch beeinflussen und lenken. Ne? Und es geht nicht darum, Kunden zu manipulieren, es geht darum, ihnen zu helfen. Ne? Also es geht darum, ihnen zu helfen auch und ihnen ein besseres Kundenerlebnis zu verschaffen. Und ein Beispiel für so eine Heuristik möchte ich euch eine Frage stellen, einfach gerne mal reinrufen. Vielleicht kennt ihr das Beispiel auch schon, aber was würdet ihr sagen? Das ist gut, ja. Gute Antwort. Oft hört man eine andere Antwort, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt auch Studien dazu, also wo das auch live dann gewotet wird. Oft wird da dann 10 Cent gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht hat auch der eine oder andere schon mal 10 Cent auch gedacht. Das ist eben so die Heuristik, ne, dass man dann 1 und 10 nimmt, aber ja, ist halt nicht dann 1 Euro mehr, sondern nur 90 Cent mehr, deswegen total richtig. Aber ihr wart auch sehr still, ne? Also ihr wart vielleicht schon Homo economicus mäßig unterwegs. Genau, aber eben, das ist so ein Beispiel, was uns da oft so ein bisschen auch hinters Licht führen kann. Aber wir können halt auch schnell eine Entscheidung treffen, die vielleicht zumindest gar nicht so ganz verkehrt ist vielleicht in vielen Bereichen dann. Und das sagt auch Daniel Kahnemann, ist Nobelpreisträger, ne? Also was wir euch auch zeigen, ne? Dafür wurden Nobelpreise verliehen. Ne? Das ist nicht nur, weil das Thema einfach fancy ist, sondern weil es wirklich wissenschaftlich
sehr stark untersucht ist einfach. Das menschliche Verhalten ist elementar, ne, für uns alle. Und deswegen ist es einfach wichtig oder super interessant, wenn wir das auch nutzen können, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Und hier sagt er das ja schon, ne, vielleicht haben wir eine andere Frage gerade beantwortet, die halt ein bisschen einfacher zu beantworten ist. Und das ist eigentlich so die Definition von einer Heuristik. Und da gibt es ganz viele davon. Da gibt es auch, sag ich mal, weniger wissenschaftliche Aufstellungen zum Teil, weil ja jeder Bias, jede Heuristik teilweise so ein bisschen ausgeschlachtet wird zum Teil. Vielleicht kennt ihr das auch. Aber es gibt einfach viel natürlich, weil das menschliche Verhalten entsprechend komplex ist. Und die Verhaltensökonomie möchte eigentlich da einfach ein besseres Licht dahin geben oder so wie man es in dem Zitat auch sieht von Dan Ariely, wird es nicht mehr Sinn machen, wenn wir das Verhalten halt so anschauen oder untersuchen, wie es halt wirklich ist, ne? Und nicht, wie es eigentlich sein sollte oder wie es vielleicht der Homo economicus machen würde. Also auch große Empfehlung, ich weiß nicht, wenn ihr Dan Ariely, Kahnemann kennt ihr wahrscheinlich, oder wer hat Schnelles, Langsames Denken gelesen? Okay, also ich sehe schon, ja, wir sind gut informiert, von dem her erzähle ich euch da nichts Neues und gehe dann auch schnell in die Beispiele rein, wie wir das eigentlich machen. Ne? Und in unserem Backend sozusagen haben wir eigentlich hunderte von diesen psychologischen Mechanismen und die entsprechenden, sage ich mal, Übersetzungen in Verhaltensanreize oder Nudges parat. Ne? Das ist eigentlich so ein bisschen auch wissenschaftlich gewachsen, wie gesagt, in unseren eigenen Forschungsprojekten, aber auch natürlich, was wir aus Studien sehen, auch aus ganz anderen Bereichen, was wir eigentlich vielleicht adaptieren können auf den E-Commerce, auf den Sporthandel, wie auch immer. Na, also das machen wir und das ist wirklich so unser Backbone, wo wir da viel einfach, ist so ein Ausschnitt auch aus unserem Backend, wo wir einfach hunderte von Möglichkeiten haben. Ich habe es ja vorhin angedeutet, dass wir verschiedenste Use Cases da auch abdecken. Und dass wir dann quasi unsere Nudge-Lösungen haben auf der einen Seite für unterschiedliche Branchen und Use Cases und Framings für verschiedene Brands natürlich und auf der anderen Seite eben das Tracking von dem Verhalten, ne? Über 100 Variablen zum Klickverhalten, die wir tracken in Echtzeit und damit können wir das System trainieren, ne? Und damit kann dann Deep Learning Algorithmen, verschiedene Modelle, die wir nutzen, können dann den nächstbesten Nudge eben vorhersagen, um das Verhalten dann zu lenken, zu beeinflussen. Na, das kann auch dahin gehen, dass wir natürlich zusätzlichen Content ausspielen, das zeige ich euch auch gleich, aber wir nennen das auch Silent Nudging. Ich weiß nicht, wenn ihr das Beispiel hier liest, da kann man eigentlich sehen, dass wir eigentlich den Kunde weiterleiten in der richtigen Situation, wenn wir vorhersagen, dass er den Kauf jetzt abschließen möchte. Ne, das lässt sich sehr gut vorhersagen, mit über 95% Genauigkeit, ob da jetzt jemand noch weitermachen möchte oder ob er wirklich jetzt abschließen möchte. Ne? Und dann können wir natürlich einen Hinweis, einen Nudge anzeigen oder vielleicht auch ihn direkt weiterleiten, ohne irgendwas zusätzlich anzuzeigen. Ne? Das nennt sich dann Silent Nudging. Und wie gesagt, ich möchte nur, dass ihr versteht, das ist wirklich eine große Vielzahl an Möglichkeiten, wie wir sozusagen intervenieren können, ne? Oder dass wir die Produkte neu sortieren, wie auch immer. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ein paar Beispiele eben habe ich jetzt dabei und das erste, was ich euch zeigen möchte, ist der sogenannte Endowment-Effekt. Über den haben wir auch publiziert. Das ist auch das Beispiel, was wir in einem wissenschaftlichen Journal publiziert haben. Und beim Endowment-Effekt, weiß nicht, ob ihr den kennt, da geht es eigentlich darum, oder das bedeutet, dass der Mensch, wenn er das Gefühl hat, etwas zu besitzen oder etwas besitzt, dem einen höheren Wert beimisst als den Dingen, die man nicht besitzt. Ne, das ist eigentlich noch ganz spannend. Das hängt mit dem Thema Verlustaversion zusammen. Ne? Also Verluste wirken stärker als Gewinne oder die gewichten wir stärker, weil, ich habe es vorhin gesagt, es geht teilweise ums Überleben oder früher bei unseren Vorfahren ging es ums Überleben. Deswegen war es erstmal wichtig, die Null muss stehen. Ne? Ich muss erstmal Verluste vermeiden, dass ich überhaupt überleben kann. Ne? Das ist so eine Grundtendenz im menschlichen Verhalten. Und dadurch kommt auch der Endowment-Effekt zustande, dass das, was wir besitzen, dem einen höheren Wert beimessen.
Ja, und jetzt schöne, lange Rede, kurzer Sinn, wie kann man das auch umsetzen? Ne? Eine Sache, wir haben überlegt, hey, wir haben im Checkout damals oder im Warenkorb auch immer überlegt, was kann man eigentlich machen? Also wie können wir Kaufabbrüche vermeiden? Gerade im Checkout, im Warenkorb ist ein entscheidender Touchpoint. Und eine Message, die wir da ausgespielt haben, war, ihr seht das in Blau, in dem blauen Balken, jetzt in deinem Warenkorb, bald in deinen Händen. War einfach eine Message, wo es darum ging, diese Besitzgefühle subtil auch zu aktivieren, auch Vorfreude zu wecken. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ne? Und deswegen auch dieses Beispiel, wenn wir jetzt das AB getestet hätten, dann hätten wir gesagt, ja cool, mega, funktioniert gut, können wir jetzt für alle Zeiten nutzen. Und dann kam damals der Covid-Lockdown, das war Ende März 2020 und dann hat es auch auf einmal nicht mehr gewirkt. Also einen dramatischen Downlift gehabt, wie ihr hier sehen könnt. Und das System hat es automatisch deaktiviert, hat andere Nudges ausgespielt. Also das ist dann eben auch das Spannende, dass man natürlich in Echtzeit da reagieren kann. Und es gibt andere Botschaften, die wir da ausspielen können. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel eine, sage ich mal, eher Sicherheitsbotschaft oder eine bestärkende Botschaft ausgespielt. Du hast eine gute Entscheidung getroffen. Na, da geht es um Dissonanzreduktion, also die Entscheidung zu bestärken. Und das hat zum Beispiel in der Zeit viel besser gewirkt. Ne? Umgekehrt vorher hat es gar nicht so gut gewirkt, ne? Und wir haben das auch untersucht. Das hängt damit zusammen, dass die Leute, wenn ich sage, hey, du hast eine gute Entscheidung getroffen, das führt eigentlich dazu, dass ich erst recht drüber nachdenke, ist die Entscheidung wirklich so gut? Oder sollte ich meinen Warenkorb nochmal bereinigen, nochmal anschauen? Ja? Und aber während dieser Covid-Zeit oder gerade als es mit dem Lockdown halt echt, ich meine, wir kennen das alle, wie schlimm das damals war, wo es halt echt da so eklatant war, wo man auch so ein bisschen einfach unsicher war, da haben eben solche Botschaften, die eher, sage ich mal, bestärkend Sicherheit vermitteln, zum Beispiel jetzt besser gewirkt. Na, und das ist eigentlich ein sehr, will ich sagen, ein gutes Beispiel, wo halt ein dynamisches Targeting dann einfach einem statischen Ausspielen weitaus überlegen ist natürlich, ne? Wo wir dann immer in der richtigen Situation einfach den richtigen Nudge, den richtigen psychologischen Mechanismus nutzen können. Ne? Im Übrigen gab es auch, wir hatten ja auch Knappheitsbotschaften, ne? Ich bin ja nicht der größte Freund davon, aber die können natürlich auch helfen, können natürlich auch, ich komme gleich zum Thema Knappheit auch, die können auch das Verhalten beeinflussen. Wir haben das auch während der Covid-Zeit, wir kennen das Thema WC-Papier damals in der Zeit, ne, wenn wir natürlich dem Kunde klar machen, also auch wahrheitsbasiert, pass auf, das ist vielleicht schnell ausverkauft, das Produkt, auch das hat während dieser Zeit sehr stark gewirkt, also könnt ihr euch vorstellen. Na, und das eben haben wir auch publiziert, da gab es noch eine andere psychologische Erklärung, nämlich, dass man, also das haben wir in der Publikation dann beleuchtet, dass man mit dieser Botschaft jetzt in deinem Warenkorb, bald in deinen Händen, auch ein bisschen Verantwortung übertragen bekommt. Na, so bald liegt es in deinen Händen, du kriegst Verantwortung übertragen und das wirkt in Zeiten von Unsicherheit einfach nicht so gut. Das konnten wir auch bestätigen mit anderen Studien über Google-Trends, also welche Suchbegriffe so eingegeben werden, wo man eine klare Korrelation einfach mit Unsicherheit messen kann. Und das ist auch ein Erklärungsfaktor oder ein Erklärungsbeitrag für diesen Effekt hier. Genau. Ja, natürlich, gerne. Das Google tabuisiert. Richtig, genau. Dazu wollte ich gerade kommen. Richtig, genau. Das natürlich auch negative Assoziationen hervorgerufen hat. Auch das ist eine Erklärung. Bald in deinen Händen, ne, Paket kontaminiert und so weiter. Genau. Das hat natürlich auch eine Erklärung. Richtig, genau. Und genau, das ist so mal so ein psychologischer Mechanismus, wo man sehen kann, dass es ja sehr dynamisch einfach sein kann. Na, und jetzt Covid ist ja nur ein Beispiel. Ich meine, die Umstände ändern sich laufend, ne? Jede Minute, weil wir oft auch mit Kunden sprechen über Personas. Ja, wir wollen bestimmte Nudges für bestimmte Personas. Ne? Ich bin jetzt Persona X, wenn ich nachher durch die Tür rausgehe, bin ich vielleicht Persona Y. Ne? Also es ändert sich laufend oder draußen scheint die Sonne. Es gibt so viele Einflussfaktoren, deswegen ändert sich das laufend
Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir das dynamisch machen können. Und damit komme ich noch zu einem anderen, also zu einem weiteren Beispiel. Wie gesagt, ich möchte euch da ein paar psychologische Mechanismen einfach mitgeben und zeigen. Und das ist das Konsistenzprinzip. Und zwar geht es da um das Thema Commitment. Und was passiert, wenn ich eigentlich ein Commitment abgebe? Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mich auch konsistent verhalte. Oder die Tendenz zumindest. Und das steckt eigentlich hinter diesem Konsistenzprinzip. Und das haben wir auch versucht umzusetzen. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, wenn ich ein spezifisches Commitment abgebe, also nicht nur so, ja, ich will was für die Umwelt tun, ich unterschreibe dafür, sondern ja, ich werde hier in diesem Hotel mein Handtuch wiederverwenden. Das ist eher spezifisches Commitment. Also da gibt es Studien dazu, wie dann auch die Handtuchwiederverwendungsrate sich verändert hat. Und da wurde gezeigt, dass so spezifische Commitments auch auf andere Verhaltensweisen wirken, zum Beispiel, dass dann auch der Stromverbrauch gesunken ist in dem Zimmer. Und diese wissenschaftliche Erkenntnis, spezifische Commitments können vielleicht besonders gut wirken, haben wir versucht umzusetzen. Und da hatten wir einige Diskussionen auch, weil wir da, sag ich mal, ein richtiges Pop-up angezeigt haben. Und das hat auch zu Diskussionen geführt, sowas kannst du nicht machen, das wird die Conversion Rate beeinträchtigen. Aber das war eben genau unsere Hypothese, dass wir gesagt haben, okay, es geht jetzt hier darum, den Kunde zu nudgen, bewusster zu bestellen. Aber weil es ein spezifisches Commitment ist, vielleicht sind auch andere Verhaltensweisen, also auch das Kaufverhalten davon betroffen. Vielleicht wirkt die Botschaft auch recht gut und der Kunde fühlt sich vielleicht noch mehr auch an Ochsner Sport gebunden oder das Markenimage wird vielleicht positiv beeinflusst. Das war die Hypothese dahinter. Und wir haben gesehen, also das war eine Umweltbotschaft, wir wollen dir helfen, wir haben Detailansichten, wir haben Größentools, wie auch immer. Und wenn du das nutzen möchtest, dann kannst du uns helfen, dass wir gemeinsam die Retouren vermeiden können und was für die Umwelt tun können. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass wirklich weniger Auswahlbestellungen stattfinden, also weniger Artikel in mehreren Größen bestellt werden, aber dass auch, und das ist eben das Interessante, auch die Conversion Rate gestiegen ist. Also genau das Gegenteil ist eingetroffen. Also man hat immer gesagt, mit so einem Pop-up wird die Conversion Rate beeinträchtigt. Im Gegenteil, dieses spezifische Commitment hat zu einer höheren Kaufwahrscheinlichkeit geführt. Und das hat zu dem zweistelligen Umsatzuplift geführt. Also wir haben eine Hebelwirkung, dass ich nicht nur die Retouren senke, sondern halt auch die Kaufwahrscheinlichkeit steigere. Und das war eigentlich noch ein recht spannender Effekt, den wir da gesehen haben. Genau. Und jetzt würde ich gerne, weil wir auch von Knappheit gesprochen haben, möchte ich auch noch ein Beispiel zum Thema Knappheit auch zeigen und bitte gerne natürlich unterbrechen, wenn ihr auch Anmerkungen habt oder wenn ihr vielleicht auch eigene Erfahrungen habt mit Nudges. Vielleicht habt ihr auch selber gewisse Sachen schon umgesetzt. Also bitte möchte es gerne im Dialog halten und bin da auch sehr, sehr offen für eure Anmerkungen. Zum Thema Knappheit, weil wir haben das auch mitgebracht, weil du wirst... Kannst auch gleich dann kannst gerne was dazu sagen, weil wir da auch drüber diskutiert hatten und das vielleicht auch ein Thema ist, was man kennt, was ihr vielleicht selber auch umsetzt. Dass man natürlich durch Knappheit, das gewinnt dann Attraktivität. Ihr kennt das alle gerade im Bereich, auch Booking.com und so weiter, kennt man das, wie das auch verwendet wird. Und das natürlich unter gewissen Umständen einfach einen starken Effekt auch generieren kann, gerade wenn ich unter zeitlichem Druck oder irgendwie stehe, eine Entscheidung treffen zu müssen. Wir haben das auch gelöst, dass wir den Kundinnen mitgegeben haben, einfach die Information geliefert haben, wenn ein Artikel einfach gefragt ist. Das haben wir gemacht, machen wir auch nach wie vor. Und was wir gesehen haben, ist das hier. Was halt spannend ist, dass es nicht nur einfach keinen Effekt hat, also nicht nur einen Null-Effekt, sondern einen negativen Effekt. Also es ist schlimmer, als wenn ich gar nichts mache. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn wir haben andere Artikel, wo es auch gut funktioniert hat. Und jetzt ist die Frage, okay, wo funktioniert es jetzt gut, wo funktioniert es jetzt schlecht? Wir haben das genauer angeschaut, hey, was passiert da eigentlich? Woraus lernt der Algorithmus sozusagen?
und er lernt daraus, dass es ein eher, sag ich mal, teurer Artikel war. Also was wir genau herausgefunden haben, ist, dass es bei relativ teuren Artikeln, in dem Falle über 380 Franken, so circa 400 €, die auch nicht reduziert sind, dass es dort nicht so gut wirkt und umgekehrt bei Artikeln, die reduziert sind und günstiger sind, da funktioniert es sehr gut. Ja. Du sagst, ihr habt euch das angeschaut. Ja. Heißt das, ihr habt euch das aktiv angeschaut? Oder ist das System, was das anschaut? Ja, beides. Richtig. Genau, also beides. Ne? Wir haben aber natürlich permanent die Möglichkeit, da reinzuschauen. Das machen wir auch. Wir haben unser Data Science Team, unser Behavioral Scientist, die sich das genauer natürlich anschauen. Woraus lernt der Algorithmus auch? Ne? Wir machen ja laufend auch Weiterentwicklungen, neue Nudges, die wir entwickeln. Genau, also beides. Ja? Genau. Du möchtest... Ja, genau. Und das ist genau der Ansatz. Ne? Unser Tool macht das automatisiert. Ne? Also Ochsner Sport muss nichts dafür tun. Ne? Das wird entsprechend dann so ausgespielt auch, vollautomatisch. Das ist genau, was wir machen, aber einfach auch für jetzt. Ne? Und auch wenn wir mit Ochsner natürlich im Austausch sind, dann diskutieren wir natürlich darüber und natürlich haben wir einen Einblick in unsere Daten, in unsere Resultate. Wie gesagt, wir haben auch Forschungsprojekte, ne, wo wir natürlich da laufend das auch immer wieder anschauen. Na, und das ist so ein bisschen die Erklärung, die da dahinter steckt, ist, dass du auf der einen Seite eher wieder eine Loss Aversion hast und Vermeidungsstrategien anwendest. Also diese Dringlichkeit macht dir auch diesen hohen Preis eigentlich bewusst. Oh, ich muss jetzt eigentlich schnell ziemlich viel bezahlen. Und das kann dann auch eher zu einem Kaufabbruch führen, weil ich einfach unsicher bin und im Zweifel dann einfach nichts mache. Und umgekehrt, dass es dann eine soziale Bewährtheit erlangt. Ja, das ist jetzt halt so gut reduziert, eigentlich super teuer, ich kann eigentlich nichts falsch machen. Ne? Da wird jetzt jeder zugreifen. Ne? Und dann funktioniert das besser. Ja? Ich würde hier vielleicht ganz schnell reingrätschen und auch auf deine Frage eingehen mit dem, was muss ich selber machen? Das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, weil das auch ein Thema war, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen das fix implementieren. Es gibt andere Händler, die das dauerhaft anzeigen, sobald zum Beispiel Digital Galaxus in der Schweiz, sobald es weniger als 10 Artikel sind, zeigen wir es an. War bei uns auch und Thilo meinte so, hey, nee, das testen. Und dann ist eben das mit dem Machen, grundsätzlich die Umsetzung lief über sie selber und wir haben uns halt zusammen die Resultate nachher angeschaut und haben dann danach eigentlich entschieden, okay, wir machen es nicht fix, sondern lassen es wie weiter über Behavmix laufen. Also in dem Sinn haben wir dann die Entscheidung aktiv getroffen, haben uns zusammen die Resultate angeschaut, aber der Rest liegt eigentlich bei Ihnen. Vielleicht noch eine Anschlussfrage zu der Retouren, die machen. Da gibt es ja verschiedene Prompts oder verschiedene Nudges, die unterschiedliche Effekte haben können. Also es gibt auch eine Studie, dass Peer Pressure zum Beispiel wieder schlecht ist oder Wishing Doing. Ich finde Umweltschutz toll, aber machen wir nichts dafür. Wer macht dann sozusagen die Nudges? Also wer Ja. Genau, also wir nutzen auch Prompts. Wir lassen uns auch, wenn wir eine Nudge-Lösung haben, lassen wir uns vielleicht noch mehr, macht unser Behavioral Science Team, dass wir da auch uns Varianten ausgeben lassen. Aber wie gesagt, ich habe es am Anfang auch gesagt, wir haben mittlerweile auch ein riesen Backend mit bestehenden Nudge-Lösungen. Die sind Teil unserer Lösung. Wir haben unser Behavioral Science Team, mit denen wir dann im Vorfeld auch ein Nudge-Set erarbeiten. Bevor wir jetzt live gehen mit einem Kunde, erarbeiten wir ein Nudge-Set. Wenn das jetzt bei Vielmann, wie gesagt, sieht es ganz anders aus wie bei Nespresso zum Beispiel. Und das wird im Vorfeld dann definiert und das wird dann aber auch, kann mit der Zeit auch angepasst werden natürlich, genau. Ja. Also wie viel kostet eigentlich das Testing? Weil wenn ich jetzt jeden Schritt rechne, dann mache ich ja Minus mit dem. Deswegen wird es dynamisch ausgespielt, aber wir haben natürlich genug Daten, wo auch mal, ich habe da nachher noch ein Beispiel, auch Sachen mal parallel laufen und dann wird auch, wir haben das gestern, habe ich das auch in der Masterclass gehört, was wir auch machen, Multi-Arm-Bandit-Modelle, also die dann den Traffic intelligent zuteilen. Das ist auch ein zusätzlicher Layer, den wir auch in unserer KI mit drin haben, dass dann, wenn er das lernt, wenn er trotzdem noch vielleicht beide parallel noch
drin hat im Targeting, dass dann aber irgendwann der Traffic intelligent zugeteilt wird und dann vielleicht das dort auch irgendwann gar nicht mehr ausgespielt wird. Ne? Aber wir haben natürlich immer ständig, wir haben so viele quasi Experimente, die laufen, wenn du so willst, wo wir uns natürlich dauernd auch mal Daten ziehen können und uns dann mal anschauen können, hey, wo hat es jetzt nicht funktioniert? Genau. Aber eigentlich der Use Case, was wir halt permanent tagtäglich machen, ist das dynamische Targeting, wo du nichts tun musst, was im Autopilot läuft, ne, und quasi die bestmögliche Performance eben garantiert. Ne? Oder garantiert ist blöd zu sagen. Ne? Aber wie gesagt, wir werden nicht bezahlt auch, wenn wir nicht einen Erfolg generieren natürlich. Ja. Genau. Einfach noch, also ich bin auch von der Schweiz und die sind ja ein bisschen langsamer in diesem Project. Hätte ich jetzt gesagt, im Vergleich zum deutschen Markt, wie ist es für den Kunden, dass er immer etwas Neues sieht und vielleicht diese ganz gewohnte Struktur nicht mehr hat? Ist das ein Problem oder schwächt die das ab, weil die Veränderungen so klein sind? Genau, also ja, ist kein Problem, weil eben erstens sind es viele subtile Geschichten auch und wir dürfen natürlich nicht, es ist ein absolutes No-Go, irgendwie zu überfrachten oder ich will jetzt Temu nicht irgendwie negativ bewerten, aber das ist nicht unser Ansatz. Ne? Wir wollen nicht den Kunde zuspammen mit irgendwelchen Messages, es geht darum, das Kundenerlebnis zu verbessern. Ne? Und dadurch auch, dass es eben auch dynamisch läuft, gibt es auch keine so Gewöhnungseffekte, weil es halt ständig anders ist. Ne? Wenn du jetzt heute bei Ochsner Sport reingehst, siehst du vielleicht andere Nudges oder siehst du vielleicht nur irgendwo ein Flag oder nur eine Botschaft im Warenkorb oder vielleicht auch gar nichts. Du wirst einfach nur weitergeleitet oder irgendwas, was wird richtig sortiert für dich. Und deswegen sehen wir das so nicht. Also sonst könnten wir müssen ja nachhaltig unterwegs sein, live sein und können das immer, je länger, desto besser eigentlich dann, dass sich die Maschine optimiert dann auch, genau. Ja. Cool. Mal schauen, wir sind auch schon ein bisschen fortgeschritten, aber wir haben, glaube ich, noch ein bisschen schon auch Zeit, noch einen weiteren Effekt. Wir haben ja schon ein bisschen soziale Einflüsse auch beleuchtet. Können wir uns da auch ein Ergebnis anschauen? Wenn ihr vielleicht das kurz euch durchlest, dann versteht ihr vielleicht, was damit gemeint ist. Also, dass wir oft eigentlich sozialen Einflüssen ausgesetzt sind, ohne dass wir das so richtig wahrhaben wollen. Ne? Also gibt auch viele Studien, wo dann auch gefragt wird, hast du dich jetzt so entschieden, weil andere das tun? Nein, auf keinen Fall, natürlich nicht. Ne? Aber das tatsächliche Verhalten sieht dann oft anders aus. Und das können wir so ein bisschen bestätigen. Da gibt es so einen spannenden Case. Ich zeige jetzt hier ein Screenshot, das ist nicht von Ochsner Sport, aber ich komme gleich auf Ochsner Sport auch zurück. Aber was wir hier tun, der Nudge in dem Fall ist, dass wir hier mit Flags arbeiten, zum Beispiel auf Produktlisten, um Kunden zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Also wir zeigen zum Beispiel an, was ist der Bestseller, ne? Dieses graue Flag, was man sehen kann. Da sagt er jetzt, ja, sowas machen wir schon alles, das kennen wir und so. Ich möchte euch ein bisschen erklären, was wir da tun. Es geht auch hier wieder um die Dynamik. Ne? Also das ist nicht regelbasiert, also nicht einfach, dass wir die Top 20 Artikel einfach einen Flag reinknallen, sondern dass es wirklich darum geht, die richtige Message am richtigen Produkt anzuzeigen. Ja, also zeige ich dir hier jetzt den Bestseller an oder zeige ich dir dort eine andere Message an? Und wenn ja, an welchem Produkt sollte ich das machen? Ne, natürlich immer wahrheitsgemäß, aber wir können dort auch vorhersagen, was ist der nächste Klick? Also welches Produkt ist überhaupt relevant für mich und welche Message wird dort mit dem Kunde resonieren? Und in dem Falle sehen wir, dass ein Bestseller-Flag nicht so gut resoniert, und zwar im Fashion-Bereich. Könnt ihr euch vielleicht auch denken, im Fashion-Bereich möchte ich vielleicht nicht das kaufen, was alle anderen schon tragen oder gekauft haben. Und bei Ochsner Sport, da sah es aber ziemlich anders aus, und wir sehen das auch mit anderen Kunden im Sportartikelbereich, dass dort, wo es mehr funktionale Produkte hat, die funktionieren müssen, zum Beispiel ich kaufe mir einen neuen Laufschuh bei Ochsner Sport, da funktioniert es sehr gut. Ne? Der Laufschuh muss funktionieren. Wenn den andere schon nutzen, dann kann der nicht ganz so schlecht sein. Ne? Und umgekehrt, wenn wir die Likes ausspielen oder die Anzahl Wunschlisten, ist eine andere soziale Norm. Ne? Also nicht, was andere kaufen, sondern was anderen gefällt. Und dort sehen wir genau den umgedrehten Effekt.
ne, das funktioniert dann besser im Fashion-Bereich. Und auch das ist dann natürlich spannend, ne, wenn es wirklich darum geht, okay, welche Message an welchem Produkt, was funktioniert da am besten, um Kunden zu helfen, eine Entscheidung zu treffen in dem Fall. Und hier ein ganz kurzer Ausflug auch, weil das auch deine Frage auch ganz kurz war. Wie gesagt, bei Ochsner sind wir da eher auch mit dem Bestseller-Flag auch unterwegs bei funktionalen Artikeln. Und hier ist ein ganz kleiner Einblick auch in verschiedene KI-Modelle, weil wir hatten vorhin die Frage, deswegen passt es vielleicht, aber nur ganz kurz, ne, wo wir wirklich auch verschiedene KI-Modelle gegeneinander testen oder gegeneinander laufen lassen. Und das ist jetzt für dieses Flag, auch hier für diesen Bestseller-Flag, wo man sieht, es hat trotzdem noch unterschiedliche Effekte. Und da gibt es dann eine intelligente Traffic-Zuteilung, ne? Also wo der Traffic dann gezielt, dass das KI-Modell sozusagen ausgespielt wird, was einfach den besten Effekt in der jeweiligen Situation generiert, ne? Also wir können da wirklich auch, sag ich mal, das ist halt das Schöne daran, dass wir da auch verschiedenste wie gesagt, Ausspielungsmethoden auch gegeneinander laufen lassen können und dass auch daraus wieder die KI auch lernen kann. Ne? Unter welchen Umständen funktioniert jetzt ein Multi-Arm-Bandit-Model oder unter anderen Umständen funktioniert ein neuronales Netz besser. Also das ist noch ganz spannend auch für uns dann zu sehen, wie das sich je nach Use Case unterscheidet. Und auch hier noch ein Effekt, der speziell für Ochsner auch interessant ist, oder wo wir auch drüber diskutiert haben, wo es auch wieder, es geht ja darum, die richtige Message am richtigen Produkt, ne? Was wir zum Beispiel auch gesehen haben, was auch für Ochsner ganz gut passt, ist Ochsner, ihr habt eigene Filialen, eigene Geschäfte, also es gibt auch eine gewisse Beratungskompetenz, die in der Schweiz auch geschätzt wird. Ne? Wir sehen zum Beispiel, dass wir haben hier zwei Flags, das eine ist wir empfehlen, das andere ist beliebt. Ja, dass wir hier wirklich unterschiedliche Effekte sehen und in Tendenz dieses wir empfehlen bei Ochsner besser funktioniert, ne, weil es besser mit dieser, sag ich mal, Beratungskompetenz auch im Einklang steht und dann so ein Framing einfach besser funktioniert. Ne. Weiß nicht, du hast vorhin noch in dem Case grundsätzlich ja das, was ich vorher bei der Einführung erwähnt habe, dass es uns halt darum geht, diese Beratungskompetenz auch transferieren zu können ins E-Commerce einfach und dass wir da schauen, okay, welche Use Cases gibt es, die wir irgendwie ausprobieren und umsetzen können. Könnt ihr auch auf Reviews zugreifen und anstelle von dir empfehlen, die Kunden empfehlen? Ja, genau, haben wir auch. Hab ich richtig, genau, das haben wir auch mit Kunden, wo es auch viele Reviews hat. Auch bei Ochsner Sport haben die Artikel viele Reviews und das sind auch Nudge-Lösungen, wo wir dann tracken auch, nutzt der Kunde, schaut er sich die eigentlich an und dann könnte so eine Review-Message relevant sein. Genau. Ja. In welchem Zeitrahmen wird entschieden, ob ein Feature angezeigt wird oder nicht? Wird das während einer bestimmten Periode oder einer Anzahl User, die auf der Seite sind, entschieden? Genau, das ist eine gute Frage. Das ist Session-basiert, also in Echtzeit. Ne? Also das basiert auf vielen Sessions, die laufend getrackt werden und da wird eigentlich, also jetzt unmittelbar entschieden, wenn du jetzt die Produktliste besuchst, kann der Algorithmus quasi in Millisekunden vorhersagen, okay, ich sollte dir jetzt das Wir-empfehlen-Flag anzeigen und nicht das Bestseller-Flag und an welchem Produkt zum Beispiel. Gibt es auch Situationen, wo ihr trotzdem manuell eingreift, wo ihr sagt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es bei Fashion nicht funktioniert, bei Sport schon, darum setzen wir das schon im Voraus, lassen wir da nicht mehr Traffic durchlaufen, sondern wir setzen das direkt bei einem neuen Beauty- oder Fashion-Shop direkt so. Ja, also durchaus. Wir haben natürlich unsere Learnings, ne? Klar können wir dann sagen, hey, ja, Fashion haben wir eben, das zählt eigentlich dazu, dass wir das Nudge-Set im Vorfeld zusammen definieren, wo unser Behavioral Science-Team dann mitkommt auch und wo wir dann natürlich sagen, hey, okay, wir gehen eher in so eine Richtung oder wir erarbeiten das mit dem Kunde auch, dass sie spezielle, vielleicht auch Restriktionen haben, dass sie sagen, hey, auf den On-Laufschuhen wollen wir andere Messages anzeigen zum Beispiel. All das können wir mit aufnehmen, das ist eigentlich kein Problem. Ja, Vielleicht da ganz schnell zum Einhaken, wir hatten vorher das Beispiel mit der Umwelt, mit dem Pop-up, das war genau so ein Thema, wo wir gesagt haben, hey, die Resultate sind super, ist bei uns aber ein hochpolitisches Thema, drum machen wir es wieder raus. Also wo wir einfach gesagt haben, okay, das ist ein Thema, wo wir als Firma, als Konzern noch nicht so weit sind, dass wir das wirklich so ausspielen wollen und drum
coole Ergebnisse vielleicht für die Zukunft, aber im Moment nein. Also das ist was, wo wir uns auch das Recht rausnehmen, halt zu sagen, hey, nee, den Test nehmen wir jetzt raus, weil das passt für uns aus Unternehmensphilosophie zum Beispiel nicht. Ja, genau, das finde ich noch ein wichtiges Thema, also weil wir da auch flexibel sind. Also deswegen ist die Frage auch gut, das ist für uns überhaupt kein Problem. Ne? Wir können jederzeit eingreifen, wir können jederzeit das Nudge-Set verändern, wir haben jederzeit unsere Behavioral Scientists, die auch neue Nudges entwickeln. Ne? Also es ist hochgradig flexibel auch, aber wir können halt trotzdem vom System profitieren und es halt hochskalierbar einfach machen. Um zum Beispiel auch das in mehreren Ländern dann auszurollen. Und das ist auch ein nächstes Beispiel, was ich euch noch zeigen möchte. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ja, klar. Das klingt, man zahlt nur, wenn es funktioniert, es optimiert immer und immer. Das klingt, ihr habt ein Leben ohne Probleme. Ich ein bisschen mitnehmen auf die Challenges, also ich bin wirklich interessiert, was sind die Challenges bei euch eben und vielleicht nehmt uns dort ein paar operative Themen mit bei den Cases. Also ich glaube, ein Thema ist das, was ich gerade vorher angesprochen hatte, so okay, passt zu uns als Firma. Also es gibt natürlich, Thilo hat jetzt gesagt, die haben einen riesen Backlog im Prinzip an Themen, die man spielen könnte. Ein Test, wo wir uns jetzt durchgerungen haben, das zu machen, ist zum Beispiel dieser klassische Tab-Wechsel oben. Du kennst es, bist irgendwann auf einer Seite, verlässt den Tab und siehst, oben blinkt was. So, das ist was, wo wir eigentlich gesagt haben, hey, das wollen wir so nicht, aber fahren jetzt im Moment auch den Test, um einfach zu sehen, okay, wie sind die Resultate? Ist es was, wo wir in gewissen Fällen damit leben können oder nicht? Und das sind einfach so gewisse Entscheidungen, die wir dann bei uns auch intern treffen, um zu schauen, okay, was setzen wir um oder wo gibt es gewisse Themen, die wir einfach nicht machen wollen. Ich glaube, das ist so die Hauptdiskussion, die ablaufen. Ein anderes Thema ist natürlich, du hast vorher auch eine Frage in die Richtung gestellt, ja, gewisse negative Effekte, wie lange geht es, bis es dann abgestellt wird. So. Und da ist auch so, dass natürlich auf unserer Seite wahrscheinlich die Ungeduld ein bisschen früher da ist als bei Thilo. Und da gibt es dann sehr häufig Diskussionen halt drüber, okay, wie fest macht der Nudge jetzt noch Sinn? Wo lässt man vielleicht das Ganze ein bisschen länger laufen, um einfach zu schauen, okay, war das jetzt einfach nur ein temporärer Effekt oder ist das Ganze längerfristig so? Ja, genau. Also das ganze Thema, ne, auch Volatilität. Ne? Du kannst nie die ganze Welt kontrollieren. Ne? Es gibt ja viele Variablen, die das Ganze noch beeinflussen, die wir nicht kontrollieren können. Und dann gibt es eben, wie Jan gerade angesprochen hat, gibt es vielleicht Nudges, die mal eine Zeit lang vielleicht sogar negativ performen, wo wir aber Interaktionseffekte mit anderen Nudges sehen und zusammen funktionieren die vielleicht gut. Ne, aber insgesamt ist der Effekt noch nicht stark genug. Ne, und dann, klar, lässt du es vielleicht länger laufen, es optimiert sich weiter, aber du hast natürlich immer dann auch Diskussion, hey, oder wollen wir es einfach lassen? Wollen wir auf anderes fokussieren? Ne, diese Diskussion hast du eigentlich immer, oder was heißt hast du immer? Das ist wertvoll natürlich auch und da sind wir auch voll dabei und ist ja auch super spannend. Aber an sowas arbeiten wir natürlich. Ne? Wie kriegen wir einfach die bestmögliche Performance hin? Wie gesagt, das Gute ist, die Umstände ändern sich laufend. Deswegen erschöpft sich das jetzt nicht, ne? Dass wir irgendwann einfach keine Effekte mehr generieren, weil es sich einfach immer laufend verändert. Ne? Aber es gibt immer eine gewisse Volatilität, ne? Aber am Ende jedes Monats, wir lassen uns am Erfolg messen, sind wir dann positiv unterwegs, aber du hast einfach viele Störgrößen und interessante Effekte, die es auch gilt zu adressieren und viele Herausforderungen auch, wo es vielleicht auch neue Nudge-Lösungen dann auch geben muss oder kann, um dann wieder dieses Verhalten auch lenken zu können. Genau. Ja, kann ich hier nicht verraten, leider. Aber es ist, oder irgendein Kunde, also es ist einfach eine Provision am Uplift, ne? Das kann mal mehr, mal weniger sein. Also ich kann verraten, das kann mal zweistellig sein, kann auch mal nicht zweistellig sein. Ne? Das hängt einfach vom Use Case ab. Ne? Ochsner Sport hat andere Margen wie ein Nespresso vielleicht oder wie ein Douglas. Völlig andere Produkte, deswegen ist es auch völlig unterschiedlich. Aber was ich aber sagen kann, ist, dass wir da nicht auf der letzten Prozentkommastelle irgendwie rumreiten. Ne, uns ist uns wichtig, dass wir wie mit Ochsner Sport langfristig arbeiten können, weil dann profitieren wir sowieso beide. Ne? Dann sind wir am Umsatz beteiligt, haben eine coole Hebelwirkung und Ochsner macht mehr Umsatz durch uns und dann haben wir eine Win-Win-Situation und wir sind dran beteiligt und dann lohnt sich das. Genau.
prima. Ich würde sonst, weiß nicht, wir können auch, ich kann auch ein Beispiel zeigen oder wenn ihr Fragen habt, können wir auch noch diskutieren. Up to you. Ich sehe Fragen, ja, dann gerne. Du hattest ja schon gesagt, dass ihr so Abhängigkeit habt, eventuell das eine Match nicht funktioniert, aber die Strahleffekte auf den anderen hat. Wie sieht man das denn im Backend? Oder ist es genau das, was man nicht sieht? Und Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben schon einen Einblick und es ist so ein bisschen kundenabhängig, ob wir das überhaupt sichtbar machen sollen, wollen. Weil viele Kunden, die sagen, hey, Hauptsache Uplift. Ne? Wir haben Kunden, die schauen da zum Teil gar nicht rein. Den treffen wir uns einmal im halben Jahr und dann schauen wir uns den Uplift an und dann ist cool. Und wir haben andere Kunden, wo wir Weeklies haben, die super interessiert sind an den psychologischen Effekten, auch an den Interaktionen, die da passieren. Und dann haben wir auch gezielte Analysen zum Teil, haben wir auch eine andere Dashboard-Ansicht, wo du das dann auch sehen kannst. Aber im Grunde wollen wir es eigentlich dem Kunde möglichst einfach machen. Also nicht zu sehr, wie soll ich sagen, ne? Wir sind die Verhaltenspsychologen, der Kunde ist es nicht. Wir können alles erklären, können Meetings dazu haben, aber das Dashboard soll so einfach wie möglich sein. In deinem Daily Business willst du einfach sehen, was funktioniert und wie läuft es gerade. Und da sind wir eher auf das so einfach wie möglich und so wenig Aufwand wie möglich. Ja? Ja? Wie sieht es aus? Wie groß muss der Shop sein, damit es überhaupt Sinn macht? Und wie groß muss der Umsatz sein? Weil unser Geschäft ist sehr saisonal und dann gibt es Zeiten, da passiert gar nichts. Also das ist sinnlos im Endeffekt. Ja. Und dann gibt es halt Phasen, dann brennen die Leute uns die Hütte ein. Entsprechend, was macht Sinn? Ja, auch gut. Wir haben auch Kunden, wo sehr stark saisonal auch ist und wir haben größere Kunden, kleinere Kunden, also sehr viel auch kleine Shopify-Stores auch. Wir sagen so immer so 100.000 Visits im Monat wäre schon gut. Wir haben auch Kunden, die sogar drunter liegen. Es ist nicht so, dass es nicht möglich ist. Wir brauchen einfach ein bisschen länger, bis dann auch statistische Signifikanz gegeben ist. Ne? Ist überhaupt nicht unmöglich. Aber es ist natürlich schöner, wenn du schon eine gewisse Anzahl hast, dass du auch relativ zügig auch was siehst, wie das Ganze performt. Was ich noch dazu sagen kann, ist, unsere anderen Lösungen, wie jetzt das Merchandising oder das Diagnosetool, ist es völlig egal, wie groß der Store ist. Genau. Ja. Ja, das ist eine super Frage auch. Wir haben B2B-Kunden auch und es ist natürlich ein Thema, je stärker das standardisiert ist und je weniger Möglichkeiten ich habe, klar, ist es in gewisser Weise begrenzt, aber du hast trotzdem einen anderen Entscheidungsprozess halt trotzdem. Ne? Wir haben zum Beispiel B2B-Kunden, wo es darum geht, sage ich mal, die richtige Hilfestellung in der richtigen Situation auszuspielen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Büromöbel, hat das vielleicht mit Abmessungen auch zu tun oder mit, dass ich trotzdem noch passende Möbel vielleicht dazu verkaufen kann, die vielleicht für den bestimmten Kunden vielleicht sogar passend sind, weil der ja vielleicht einen Rahmenvertrag hat. Ne? Also da gibt es schon auch Möglichkeiten, wo du auch bestimmte Nudge-Lösungen hast, die dann halt vielleicht weniger emotional sind, ob die aber dann mehr mit vielleicht Hilfestellungen auch zu tun haben oder auch damit zu tun haben, den Prozess zu vereinfachen. Also jegliche Hürden einfach zu senken. Ne? Ich habe vorhin mit dieser Weiterleitung das kurz erwähnt. Ne? Das ist ja auch eine Sache, wenn ich das B2B möglichst schnell die Transaktion treffen, da kann ich natürlich auch Nudging benutzen, um einfach die Friction zu eliminieren zum Beispiel. Ne? Also umgekehrt ist dem Kunde so einfach wie möglich zu machen. Genau. Ja. Habt ihr auch die Möglichkeit, mit bestehenden Daten zu arbeiten? Zum Beispiel den Logins der User, dass ihr zum Beispiel kategorisiert nach INE oder also nicht nach INE, sondern reverse User oder Ja.
Ja, können wir auch. Also wir haben Kunden, die schicken uns ihre Daten, ja, zum Beispiel, ne, gewisse Profile, Kundenprofile, das können wir nutzen, ja, können wir einfach mit reingeben, das ist möglich grundsätzlich. Ja. Ja. Gibt es dazu auch Integrationen zu Shopify oder basieren Ja. Sie wirklich eigentlich Ja. auf die kommenden Daten? Ja. Nee, also es ist plattformagnostisch. Ne? Wir haben Shopify-Kunden, ist auch ein JavaScript, ne? Das ist kein Problem. Und wir haben auch, wir haben sogar Kunden, wo wir dann im Shopify, wo wir den Account von denen sogar haben, wo wir dann direkt die Daten uns ziehen können, sozusagen. Das geht auch. Also Shopify, klar. Also wie gesagt, Plattform ist völlig irrelevant für uns. Wir haben Magento-Kunden, Shopify, Eigenentwicklungen. Also es ist völlig egal. Ja. Genau. Ja? Ich habe noch eine Frage. Du hast irgendwas gesagt von statistischer Signifikanz. Das ist ja auch beim AB-Test so. Und man will ja, dass doch eine Variante klarer Gewinner ist, eindeutig. Ja. Und dann ist das bei euch mit der KI so, dass sobald quasi die Signifikanz erreicht ist, dann schaltet ihr den anderen jedenfalls die Variante ab. Ja, auch, aber es gibt schon auch Algorithmen, die, wie soll ich sagen, nicht nur auf die statistische Signifikanz sich berufen, ne, die einfach Muster erkennen auch und wo dann auch andere, sage ich mal, Einflussgrößen greifen und dann das Targeting verändert wird. Aber die statistische Signifikanz ist dann vor allem natürlich später, wenn es um die Abrechnung geht oder wenn wir den Uplift nachweisen, dass der dann natürlich auch statistisch signifikant ist, genau. Prima. Ja, Jan, möchtest du noch zum Abschluss oder? Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt von meiner Seite, weil die Frage vorher auch kam mit dem Operativen und ich das auch intern häufig gefragt werde, ja, warum benutzt ihr Behamix? Wir haben nebenbei noch ein relativ großes Tool, was wir für AB-Testing nutzen und Personalisierung. Und da ist wie so, dass wir es eigentlich als ja, einen komplementären Pfad fahren. Also wir haben ganz klassisch AB-Testing, was wir machen bei größeren Sachen und haben hier halt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben hier viele kleinere Sachen, die auch verhaltenspsychologisch belegt sind, wo wir im Prinzip einen Quick-Win haben, was wir nebenbei laufen können, wo wir uns auch wie bewusst rausnehmen können aus der ganzen Konzipierung und unsere Energie eigentlich draufstecken können, nachher die größeren Tests wie zu fahren und haben dadurch dann einfach wie zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Es kommt so ein bisschen drauf an, es gibt gewisse Nudges, die wir nachher ausschalten, wo wir sagen, es ist thematisch zu nah dran, aber dann hat es andere Sachen, wo wir sagen, da können wir ziemlich sicher ausschließen, dass das keinen Einfluss haben wird, da lassen wir es dann ganz normal weiterlaufen. Dynamic Yield. Genau. Und sonst, damit die anderen gehen können, glaube ich, wir sind noch kurz da, falls jemand noch Genau. mehr Fragen hat. Gerne. Danke euch. Vielen Dank.